Herzlich willkommen zur 7. Folge der Drontech Academy. Wieder zum Thema Kalman-Filter. Jetzt geht es ans Eingemachte. Wir gucken uns mal die Software, die Implementierung an und wie man so ein einfaches Beispiel umsetzt und implementiert. Was habe ich für ein Beispiel mitgebracht? Ein wunderbares Beispiel aus der Drohnenwelt. Es geht darum, den Bias Drift von einem Gyro-Sensor zu kompensieren, das heißt vom Gyroskop. Wir wissen ja, so ein Gyroskop liefert uns die Winkelgeschwindigkeit, das driftet mit der Zeit, das heißt wir integrieren ja die Winkelgeschwindigkeit und wir integrieren auch Fehler auf und die wollen wir irgendwann dann rauskompensieren. Dazu fusionieren wir dieses Gyroskop mit einem Accelerometer. Genau das werden wir uns jetzt hier mit dem Kalman-Filter mal genau angucken. Das Gyroskop hat im Allgemeinen eine schnelle Reaktionszeit, ist gut für kurze Zeiten und bei einer schnellen dynamischen Bewegung und wir können mit Hilfe des Gyroskops und der Winkelgeschwindigkeit, die wir messen, über die Integration den Winkel bestimmen. Beim Accelerometer ist es genau andersherum. Das Accelerometer ist gut über lange Zeiten. Kurze Zeiten ist es nicht sehr gut geeignet, um den Winkel zu bestimmen, weil Rauschen und Vibrationen der Drohne und anderen Störquellen den Winkel massiv verfälschen. Und deswegen arbeiten wir in der Regel damit, dass wir die beiden Größen fusionieren. Für kurze Zeiten nehmen wir das Gyro, für längere Zeiten das Accelerometer. So, wie können wir das Ganze jetzt umsetzen? Das zeigt uns folgendes Kalman-Filter-Design. Wir fangen mal damit an, den Zustandsvektor aufzustellen. Das heißt, der Zustandsvektor in unserem Beispiel besteht einmal aus dem Winkel und der Winkelgeschwindigkeit, also ein 2D-Vektor. Als nächstes leiten wir dann den Messvektor her. Wir messen ja mit dem Accelerometer den Winkel und mit dem Gyro die Winkelgeschwindigkeit. Das Ganze ist jetzt ein Beispiel für 1D, eine Achse, kann man auf mehrere Achsen natürlich beliebig erweitern. In unserem Beispiel sagen wir es auch erstmal, B und D ist gleich 0, einfach um es zu vereinfachen. Wir wollen einfach mal mit etwas anfangen. In dem Beispiel jetzt hier müssen wir dann als nächstes dann die A-Matrix aufstellen, die Systemmatrix. Die sagt uns, wie wir von einem aktuellen Zustand in den nächsten Zustand kommen. Die obere Zeile sagt uns an, wie quasi der Winkel sich aus dem Winkel und der Winkelgeschwindigkeit errechnet. Das heißt, der alte Winkel ist der neue Winkel plus Winkelgeschwindigkeit mal Sample Time. Also die aufintegrierte Winkelgeschwindigkeit ist ja die Veränderung des Winkels. Das geht dann in den neuen Winkel ein. Dann gibt es die Matrix C, die aufzustellen ist. Hier haben wir eine Einheitsmatrix. Das liegt daran, dass der Vektor x und der Vektor y sind identisch. Also wir haben sowohl in Vektor x Winkel und Winkelgeschwindigkeit als auch bei y Winkel und Winkelgeschwindigkeit. Also wir können die Zustände direkt messen, deswegen haben wir dann eine Einheitsmatrix. Denkbar sind auch ganz andere Matrizen. Bei der Matrix A haben wir noch die zweite Zeile zu betrachten. Hier haben wir eine 0 und eine 1. Das liegt daran, dass die Winkelgeschwindigkeit, die neue Winkelgeschwindigkeit natürlich im Allgemeinen nicht vom Winkel abhängt, deswegen die 0. Und wir jetzt hier einfach mal annehmen, dass die neue Winkelgeschwindigkeit gleich die alte ist. Das ist so der Best Guess, den wir machen können. Kann man auch irgendwas anderes eintragen. Im Allgemeinen wissen wir ja nicht, wie die neue Winkelgeschwindigkeit mit der alten zusammenhängt. Es sei denn, wir benutzen noch die Matrizen B oder D oder machen das System noch komplexer. In unserem Fall die 1 ist absolut hinreichend gut für das, was wir jetzt hier zeigen wollen. Gut, jetzt gucken wir uns die Mess- und Prozessrauschmatrizen an. Also einmal Q für den Prozess. Auf den Diagonalen sind hier üblicherweise die Einträge. Der Prozess besteht hier einmal aus dem oberen Prozess, der oberen Zeile, also wie gut ist sozusagen unsere Information über den Winkel als Prozess und in der unteren Zeile der Prozess der Winkelgeschwindigkeit. Auf der rechten Seite haben wir dann die Messungen, einmal wie gut ist die Messung des Accelerometers und einmal wie gut ist die Messung des Gyros. Dabei heißt, ein größerer Wert ist eine höhere Varianz, also ist schlechter, ein kleinerer Wert ist besser. 0 würde heißen ideal. Im Allgemeinen sollte man keine 0 eintragen, weil dann man viele Informationen einfach nicht nutzt und der Kalman-Filter sich nicht richtig darauf einschießen kann. So, nun gucken wir uns einmal die Parametrisierung des Kalman-Filters an, was ist da zu beachten oder welche Hinweise kann man da geben, wenn man dann nachher in die Implementierung, in die Software geht. Also es müssen die 4 Parameter P-Phi, P-Omega, M-ACC und M-Gyro eingestellt werden. Das ist im Grunde auch der größte Aufwand und ist ein Trade-off-Problem. Also der Trade-off ist Fehleranfälligkeit und Geschwindigkeit. Also man kann den Kalman-Filter entweder so einstellen, dass er sehr schnell ist, das heißt schnell im Sinne von reagiert sehr schnell. Wenn er schnell ist, ist er dann tendenziell auch fehleranfällig oder ist er fehlerrobust, reagiert dann aber auch sehr langsam. Hier muss man natürlich auch einen optimalen Trade-off finden. Wenn man die Parameter richtig einstellt, ist der Kalman-Filter absolut schnell, also nicht nennenswert schnell und sehr robust. Das ist aber etwas, wenn man das dimensioniert, muss man das immer im Auge behalten. Höhere Werte bedeuten in der Regel niedriges Vertrauen, also schlechte Messungen haben hohe Werte. Der Tipp, den ich dabei gebe, ist am Anfang immer mit 1 anzufangen und der Versuchsbereich bei dieser Aufgabenstellung ist so zwischen 0,01 und 10.000 so als Werte für die Varianzen. Als Faustformel für den Accelerometer, das Accelerometer sollte ungefähr 100
bis 10.000-fach schwächer, also höher sein als das Gyro, damit das Gyro für die schnellen Werte benutzt wird und das Accelerometer dann über die Zeit eingeht. Die Parameter sollten gerade für die Aufgaben und auch in ganz vielen Anwendungen es sinnvoll, die konstant zu halten. Was ist, wenn die Parameter nicht konstant sind? Im Allgemeinen sind die natürlich nicht konstant und man hat die Möglichkeit, die Parameter dann zu ändern. Man hat aber das Problem, wenn man die Parameter falsch ändert, dann hat man die Gewichtung, dann kommen zum Beispiel vielleicht willkürliche Sachen nicht gewollt rein und dann kommt es eher zu einer Verschlechterung. Wenn man die Parameter konstant hält, jetzt gerade in diesem Beispiel hier, ist das für den Anfang eine sehr gute Lösung. Für eine sehr gute, stabile Regelung reicht das auch vollkommen aus. Für den freien Flug gibt es noch ein paar Einschränkungen zu beachten. Und zwar der Kalman-Filter, den wir jetzt hier implementieren, ist für ein nichtlineares System und auch für nicht-kommutativ Drehungen nicht geeignet. Das heißt, das Problem, was wir haben, ist, wenn wir das eindimensional haben, dann gehen wir davon aus, dass der Kopter sich quasi immer nur so und so dreht. Aber wenn der sich so dreht, diese Information kann unser Kalman-Filter nicht berücksichtigen. Also Drehungen über mehrere Achsen und auch nicht lineares Verhalten. Und dementsprechend führt das dann dazu, dass wir dann ein anderes System brauchen. So, nun steigen wir ein ins AVR-Studio. Ich habe hier schon ein bisschen was aufgemacht. Wir arbeiten jetzt erstmal mit dem Projekt EMQ QCSF. Und es gibt hier das Modul Kalman-Filter mit der Kalman-Filter C und H. Die gucken wir uns jetzt mal an. Ich erkläre da so ein bisschen was dran. Am Anfang standardmäßig ist die deaktiviert. Deswegen gehe ich jetzt einmal hier runter in die Config, da gucke ich, was ich gerade an, QCS Leeraufbau ist aktiv, dann gehe ich da mal rein, QCS und aktiviere mir hier mal die Kalman-Filter, dass die auch verwendet wird. Speichern, in der Regel klappt das automatisch, ich mache hier mal einen Index Rebuild, damit mir auch mein Index neu gebaut wird und dann sehe ich, ist aktiv. Sehe ich jetzt hier daran, dass das Graue weg ist. So, jetzt sehen wir hier schon ein paar Sachen wieder. Oben ist die A-Matrix zu sehen. Die ist dann die 1, die Sample Time, die 0 und die 1, so wie wir es auch von der Folie kennen. Die C-Matrix, die Einheitsmatrix ist das hier. Und es gibt hier noch die transponierten. Die sind deswegen, um Rechenaufwand zu sparen, ist jetzt nicht relevant. Können wir jetzt einfach mal ignorieren. Also es wird ja oft mit den transponierten gerechnet, deswegen macht das Sinn, die dann auch fest anzulegen. Als nächstes haben wir das Prozessrauschen hier, also das Q. Einmal aus dem Prozessrauschen für den Winkel und für die Rate, also die Winkelgeschwindigkeit. Als nächstes haben wir das Messrauschen. Hier haben wir einmal für Pitch und Roll das Messrauschen getrennt. Muss uns jetzt nicht interessieren, kann man auch dasselbe nehmen. Also das ist dann relevant, wenn man da für verschiedene Achsen es anders dimensioniert. Wichtig ist aber, dass man für jede Achse natürlich einen eigenen Kalman-Filter hat, jetzt hier bei diesem Design, weil jeder Kalman-Filter immer nur für eine Achse geeignet ist. Man kann nicht gleich mehrere auf mehrere Achsen loslassen. Die Einheitsmatrix haben wir auch mal drin, weil die wird häufig verwendet. Und noch ein paar andere Sachen, die relevant sind. Am Anfang gibt es hier so eine Init-Funktion, die ganzen Variablen und die Matrizen anlegt. Vor allem die transponierten werden hier eingelegt, damit wir die nicht jedes Mal neu ausrechnen müssen. Sparen wir uns ein bisschen Rechenzeit. Gerade das Kalman-Filter ist ja rechenaufwendig. Das bringt schon ein bisschen was, das zu machen, ist aber nicht unbedingt erforderlich. Hier wird dann auch das P initialisiert mit dem Init-Wert. Hier sollte man darauf achten, dass der am Anfang auch nicht 0 ist, weil sonst passiert nichts. Wir setzen also jeweils eine 10 in die Diagonalen für die beiden Achsen. Gehen wir mal weiter. Das ist jetzt die Run-Funktion, das heißt die Hauptfunktion des Kalman-Filters. Und das gucken wir uns jetzt hier mal an. Wir haben hier das Roll-ACC, also der Accelerometerwert wird jetzt auf 1 skaliert, also zwischen 0 und 1 saturiert. Und dann rechnen wir mit dem A-Cosinus einfach den Winkel aus. Das ist eine Möglichkeit, man kann es auch anders machen. Hier hat das den Vorteil, es ist nur abhängig von einer Achse, ist relativ robust. Ob es jetzt der genaueste Ansatz ist, kann man darüber streiten, ist aber hinreichend gut für das, was wir hier machen wollen. Und genauso rechnen wir uns das Roll-Delta aus, das ist einfach nur im Grunde direkt aus dem Gyro der X-Wert. Was man hier auch schon sieht, was auch sehr interessant ist, dass wir haben für die Rollachse einmal Accelerometer Y und Gyro X. Woran liegt das? Wenn ich einen Sensor habe mit 3 Achsen, dann ist die X-Achse, sagen wir mal, das ist hier jetzt die X-Achse, die guckt nach vorne. Dann habe ich quasi, wenn ich hoch gucke, ist das ja der Accelerometer, der den Gravitationsvektor misst. Und das ist aber eine Drehung um die Y-Achse für das Gyro. Das muss man schon als erstes wissen und auch beachten. Das heißt, man nimmt da verschiedene Achsen, die miteinander fusioniert. Sonst kommt auch schon direkt nicht das Richtige raus. Also da haben wir oben nur den Messvektor vorbereitet in den beiden Zeilen. Als nächstes machen wir dann das Kalman Measure, also die Messung oder die Messgleichung. Da passiert noch nicht viel, da geben wir erstmal nur die Messung ein. Ich zeige es nachher noch genauer. Als nächstes kommt dann die Schätzung, Systemgleichung und danach kommt das Kalman korrekt. Diese beiden Zeilen, das sind die beiden
Filterschritte. Das Measure ist einfach nur das Übergeben der Messung. So, und jetzt die gucken wir uns erstmal genau an und am Ende gibt es den Output in das Roll KF, was uns dann den Filterwert liefert, in unserem Fall also der Zustand des Filters. Hier sieht man das Measure. Das Measure trägt einfach nur die Messungen in den Messvektor ein, das Y, also denkbar einfach. Da haben wir sie schon mal drin, können wir dann nachher mitarbeiten. Als nächstes haben wir das Kalman Estimate, also die Schätzung. Das ist einfach mal Matrix mal Vektor, das heißt, wir multiplizieren die Matrix A mal den Vektor, also das ist die Zeile x ist gleich a mal x. Das rechnen wir hier aus. Als nächstes brauchen wir dann noch das P, müssen wir aktualisieren, da machen wir einmal a mal p mal a transponiert, das sind diese beiden Zeilen hier. Und im letzten Schritt müssen wir nur noch das Q addieren, das ist diese 3 Zeilen hier. Das alles hier ist schon die Schätzung, die wir brauchen, wo wir dann auch schon das neue x bestimmt haben. Im nächsten Schritt kommt die Korrektur. Der Rückgabewert ist ein Double, der gibt uns den Messwert, also den Filter, den Zustand des Filters wieder, in unserem Fall den Winkel. Hier müssen wir ein bisschen mehr berücksichtigen. Wir fangen an mit dem Berechnen des Kalman Gains. In den oberen 2 Zeilen berechnen wir c mal p mal c, transponiert. Dann addieren wir das R auf, das ist das Messrauschen. Und zum Schluss müssen wir die Matrix dann auch noch invertieren. Das ist ein großer Vorteil, wenn wir jetzt ein zweidimensionales System haben, da ist die Inverse noch relativ handlich zu berechnen. Je größer das System wird, desto komplexer ist natürlich dieser Rechenschritt. Und am Ende berechnen wir das Kalman Gain, was ich schon genannt hatte, also die Relation aus dem P und dem P plus R. Das passiert dann hier. Das brauchen wir jetzt im Weiteren. Wir berechnen jetzt den Korrekturzustand, das Cx, wo wir das C mal das x multiplizieren und das dann nachher von dem y abziehen, also quasi die Innovation. Und diese Innovation müssen wir dann mit dem Kalman Gain multiplizieren und nachher auf das x aufaddieren. Das ist die Vektoraddition hier. Am Ende des Tages müssen wir dann nochmal die Fehlervarianz, das P aktualisieren, also k mal c rechnen, i minus k mal c, also die i ist jetzt hier die Einheitsmatrix, die Identität. Und am Ende müssen wir das Ganze nochmal mit p multiplizieren und kriegen dann das neue p. Und das ist schon die Implementierung des Kalman-Filters. Hier ist es dann auch nochmal für die andere Achse, also wir brauchen eins für jede Achse. Ja, jetzt können wir uns mal ganz kurz angucken, was wir da für Parameter verwenden sollten, verwenden können. Die stehen hier. Einfach mal so als Beispiel, damit man mal sieht, wenn man es selber macht, woran man sich orientieren kann. Wir haben jetzt hier für das Gyro einen Wert von 10, für das Accelerometer 5000. Also man sieht schon, das Gyro geht deutlich stärker ein, wird aber natürlich vom Accelerometer über die Zeit dann nachher korrigiert. Die Aufgabe des Accelerometers ist ja auch nur, den Drift des Gyros zu korrigieren. Das Prozessrauschen vom Winkel ist 1, ist relativ niedrig. Also wir wissen ja, dass das der Physik schon entspricht, zu sagen, der neue Winkel ist der alte Winkel plus die integrierte Winkelgeschwindigkeit. Und das Prozessrauschen der Winkelgeschwindigkeit ist mit 100 ja relativ hoch. Das heißt, wir sagen, dass die Winkelgeschwindigkeit konstant ist nicht so ganz richtig. Und damit können wir eigentlich schon ganz gut arbeiten. Wir sagen hier auch noch, dass der Initialzustand mit einem Fehler von 10 so im Mittelfeld liegt, dass der nach einer Weile dann auch recht schnell korrigiert wird. Das ist im Grunde alles, was wir brauchen hier und das wäre es dann auch für heute von meiner Seite. So, das war es mit der 7. Folge der Drontech Academy zum Thema Software und Kalman-Filter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar, was wir verbessern können, was euch noch interessiert, was euch gefehlt hat und abonniert den Kanal oder hinterlasst uns ein Like, darüber freut man sich immer. Bis zum nächsten Mal. Drontech Experts.